Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie die Kugel vom Smart Hoop oben bleibt. Ich lese öfter Kommentare, dass einige doch damit Probleme haben, die Kugel langfristig um die Hüfte kreisen zu lassen. Der Smart Hoop besteht in der Regel aus 24 einzelne Segmente. Das heißt, man kann den Smart Hoop beliebig vergrößern oder verkleinern. Wenn der Smart Hoop allerdings zu groß eingestellt ist, dann bleibt die Gewichtskugel nicht oben. Der Smart Hoop braucht Hautkontakt. Durch die Bewegung kreist die Gewichtskugel um die Hüfte. Das heißt, wir lenken durch unseren Schwung die Gewichtskugel. Wenn der Reifen die Haut einquetscht, dann ist er in der Regel zu klein eingestellt. Ein weiterer Fehler, wenn man der Meinung ist, dass die Kugel gar keinen Schwung benötigt. Wenn die Kugel keinen richtigen Anstoß bekommt, zu lasch, ohne Power um die Hüfte kreist, dann bleibt sie nicht oben. Ich kann euch empfehlen, das Band von der Kugel oder die Schnur von der Kugel weiter oben anzufassen. Ich finde, oben hat man eine bessere Kraft oder auch eine bessere Kontrolle. Auch immer darauf achten, dass die Kugel möglichst waagerecht ist. Nicht zu hoch und auch nicht zu tief. Der Smart Hoop verzeiht kleine technische Fehler. Das heißt, ein rhythmisches Kreisen ist nicht unbedingt notwendig. Wenn die Bewegungen zu hektisch, zu durcheinander sind, dann hat die Kugel keinen richtigen Schwung. Es ist enorm schwer, dann eine Gleichmäßigkeit reinzubekommen. Von daher empfehle ich euch, die Bewegungen nicht zu hektisch auszuführen. Ich fasse die Kugel oben an und werfe sie mit Schwung um die Hüfte. Ich bewege mich kraftvoll, aber nicht zu hektisch, also ich versuche trotzdem einen gleichmäßigen Rhythmus zu bekommen. Mein Oberkörper ist ziemlich ruhig, die Kraft kommt eher aus den Beinen und meiner Hüfte und die sorgen dafür, oder meine Hüfte sorgt dafür, dass die Kugel oben bleibt. Durch die Kraft, durch den Schwung lenke ich die Kugel, das heißt, ich kann mal schneller werden oder auch mal langsamer. Wenn ich schneller werden will, dann muss ich meine Hüfte kraftvoller bewegen, ausschweifender bewegen. Anders wie beim Hula Hoop mache ich kreisende Bewegungen. Ich zeige euch das nochmal trocken. Ich bewege meine Hüfte also nicht nach links und rechts. Ich komme beim Smart Hoop besser damit zurecht, wenn ich meine Hüfte kreisen lasse. Die Kugel bleibt oben. Ich zeige euch das beim normalen Reifen. Hier mache ich eher links und rechts Bewegungen. Klar, sie sind schneller, weil der Reifen auch kleiner ist. Anders wie beim Smart Hoop ist der Reifen nicht wie ein Gürtel um die Hüfte geschnallt, sondern hier muss ich gezielt die Kontaktpunkte suchen. Ich muss dafür sorgen, dass ich die Kontaktpunkte treffe. Ich muss einen gleichmäßigen Rhythmus haben, damit der Reifen nicht herunterfällt. Beim Smart Hoop muss ich nicht so extrem darauf achten, weil er, wie gesagt, wie ein Gürtel auf der Haut sitzt. Meine Bewegungen sind hier etwas schwungvoller, intensiver, wie beim Tanzen. Man kann die Schnur von der Kugel beliebig verkürzen oder auch verlängern. Ich kann euch empfehlen, die Schnur am Anfang lang zu lassen. Wenn die Schnur kurz ist, dann braucht ihr viel mehr Power. Die Kugel dreht sich einfach viel schneller um die Hüfte. Das kann ein Nachteil sein, gerade dann, wenn ihr noch unsicher seid. Von daher lasst die Schnur lang, schmeißt die Kugel mit Power um die Hüfte, wollte ich gerade sagen. Bewegt eure Hüfte schwungvoll, der Oberkörper ist ruhig. Ihr könnt die Beine auch leicht anwinkeln, ihr solltet nur nicht zu tief gehen. Achtet auf eine korrekte Körperhaltung, auf einen festen Stand und auf die Körperspannung. Ich hoffe sehr, dass ich euch das heute etwas besser erklären konnte. Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Üben. Üben, 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 weitermachen, Krone richten, aufstehen. Bis bald. Tschüss.